Ja, guten Tag, liebe Zuschauer, Zuschauerinnen, Online, Digital Natives und auch alle Menschen, die einfach interessiert sind, um was es in der Bildung heute geht. Wir haben eine Buchvorstellung. Virtuelle hybride Lösungen in institutionalisierten Bildungsprozessen. Wow, das klingt erstmal schwierig. Aber es geht letztendlich darum, wie lernen wir heute und morgen in Schulen, in Hochschulen, in Volkshochschulen. Also in allen Institutionen, die formal Bildungsprozesse, so mit eingestellten Lehrern und Schülern, die dahin gehen müssen, haben. Wir reden also nicht über sozialarbeiterische Tätigkeiten in offenen Bildungsprozessen, sondern um das Rückgrat unserer Gesellschaft. Um das geht es, wie wir Bildung zukünftig so gestalten, dass wir möglichst viele Menschen, Schüler motivieren, zu lernen, aktiv zu sein und auch aus der Schule etwas mitzunehmen, was sie ihr ganzes Leben begleitet. Wir kreisen also um die Zukunft. Wo geht die Reise hin? In institutionalisierten Einrichtungen, aus Sicht der Pädagogen und natürlich Schüler und Studenten. Ich begrüße in diesem Sinne Herrn Lanek und Herrn Hanstein ganz herzlich. Die haben nämlich sich auf den Weg gemacht, schon während der Corona-Pandemie 3 Bücher zu schreiben. Der Leidensdruck war groß, die Handlungsmöglichkeiten gering und somit die Aufgabe, maßgeblich neue Wege zu gehen. Die beiden haben nach 3 Büchern gesagt, okay, wir schreiben ein 4. Buch, ist ja auch nicht selbstverständlich. Und das hat den Titel, wie gesagt, virtuelle und hybride Lösungen. Es geht also darum, wie können wir Lehrende und Schüler, Studierende an die Hand nehmen und uns auch selber im kollegialen Coaching, eigentlich auch in der Organisation an die Hand nehmen und gemeinsam begleiten. Also von der Tafel zum Overhead-Projektor zum Beamer, wie sieht die Zukunft unserer Lehre aus? Ihr habt ja in eurem Buch gesagt, wir kommen eigentlich im internationalen Vergleich aus der digitalen Steinzeit. Corona war jetzt sozusagen das Adrenalin, das Kokain für die Gesellschaft. Wir haben plötzlich festgestellt, wir brauchen eine Suchbewegung, wir brauchen neue Formen. Wir brauchen Innovation und Originelles. Und das stellt ihr in 3 Kapiteln vor. Wir haben das S-Konzept, wir haben die Wir-Perspektive und natürlich die Erfahrung, das Ich. Wie geht es mit Perspektiven aus der Lernpraxis weiter? Wir haben also den Dreiklang Lehrperson, Lehrende und Lerngegenstand. Das S-Konzept, was ihr aufschlüsselt, ist die Frage, welche dinglichen wie konzeptionellen Ressourcen brauchen wir eigentlich, damit wir nach Jahren des Experimentierens ja auch digital starten können. Das Wir-Konzept ist die Perspektive unserer Lehrpraxis. Wie sieht es eigentlich aus? Wo stehen wir? Und das Kapitel 3, ja, ist die Inspiration für den Lehralltag. Also, wie sieht es aus? Welche geistigen Freiräume, welche Innovationen, welche Visionen, auch Experimente brauchen wir? Um diese 3 Kapitel rankt sich das Buch und ich freue mich, dass wir heute aus den verschiedenen Bereichen die Autoren, Herrn Erich Schäfer, einmal bitte winken, damit man es sieht. Dankeschön, der uns dann die digitale Transformation als Herausforderung für eine neue Lehr- und Lernkultur in der Weiterbildung bringt. Dann haben wir die Carina Michaelis, Design Didaktik. Hi, Carina. Ich finde das großartig. Raum, Material, Handwerk. Das ist doch mal was richtig Konkretes. Ja, und dann kommt auch schon der Andreas Lanek, unser Prof für die Führung hybrider Kollegien. Es geht darum, jemanden zu führen, also ist die Frage, wie motiviere ich, wie bringe ich Inspiration, wie bringe ich auch die Leute auf die Spur, ein bestimmtes Konzept, eine Idee, eine Motivation, sich selber, dem Kollegium und auch den Studierenden gegenüber halten zu können. Der Thomas Hanstein und Alexander May-Dikena, einmal bitte auch winken, bitte. Also ich winke jetzt nur, um das vorzumachen, wie es geht. Die haben sich über Schul- und Unterrichtsentwicklung in der Bildungsrevolution unter den Vorzeichen verdichteter Antinomien und dann die Wir-Perspektiven, Perspektiven der Lehrpraxis. Unsere Professorin, Frau Kühne, wird uns dort über Rollenwechsel was sagen. Das ist ja spannend.
Also aus meiner eigenen Lehrpraxis kann ich sagen, ich bin nicht mehr allwissend, denn Kühne wird uns da näher einführen. Ja, das war jetzt maximal ein Drittel dieses Buches. Ich halte es nochmal hoch, 250 Seiten mindestens. Wir haben begrenzte Zeit. Ich fange jetzt einfach mal an. Das war das Präludium. Um was es geht es? Das sind die Autoren, die euch was sagen. Und jetzt starten wir. Warum braucht die Welt dieses Buch? Ja, wir brauchen vor allem dieses Buch, weil wir kein viertes aus unserer Perspektive schreiben können. Rolf Arnold hat uns ein Vorwort geschrieben, von ihm stammt ja auch der Begriff der Selbstreferenzialität. Wenn wir jetzt noch ein viertes auflegen mit unserer begrenzten Weltsicht, was soll denn das werden? Insofern haben wir als nächsten Schritt gedacht, nach dem blauen, grünen und roten Buch, so nennen wir sie immer in der Reihenfolge entstanden. Jetzt brauchen wir mehrere Perspektiven, sodass wir 19 Leute, die ebenfalls wie wir über Digitalisierung und Digitalität nachdenken, in verschiedenen Systemen angesprochen haben und uns freuen, dass wir sie hier verbinden konnten. Und das hat natürlich einen viel größeren Mehrwert, als wenn wir zwei in unseren eigenen Gedanken gegenseitig wieder herumkneten. Ja? Warum braucht die Welt dieses Buch? Durch die Schnelligkeit und Neuartigkeit dieser Herausforderungen halt austauschen. Das ist der ganz simple Grund, warum es dieses Buch braucht, dass Leute aus Schule und Hochschule sich austauschen, weil es sonst schwer zusammenzubringen ist, welche Erfahrungen Hochschule und Schule in der Zeit gemacht hat. Und da wollen wir auch diesen künstlich erzeugten Gegensatz von Schule und Hochschule auflösen. Warum also diese Orientierung auf Corona? Der Referenzrahmen ist ungemein größer geworden, was Digitalität und Bereitschaft zur Digitalisierung anbelangt an Schulen. Insofern ist die Verschiedenheit da auch mitzugehen, ganz praktisch auch sehr divergent. Meines Erachtens wurde das zu wenig bis gar nicht thematisiert. Wenn man dann irgendwann, ich sage es jetzt mal so salopp, aufgewacht ist nach 2 Jahren und gemerkt hat, wir müssen da jetzt auch mal was machen, ist aber die Zeit, die bis dahin verflossen ist, in den wenigsten Einrichtungen reflektiert worden. Das heißt, aus diesem Schockzustand in die ersten Schritte des Experimentierens und dann auch der Widersprüchlichkeiten, wie halte ich das aus als Kollegium und was ist daraus geworden und wo steht der eine, wo steht der andere. Und da das ist aus meiner Sicht in den wenigsten Fällen gelungen und da glaube ich ganz einfach, dass Weiterentwicklung nicht wirklich gut laufen kann ohne Reflexion. Und das ist diese Spannung zwischen Nichtstun und Aktionismus. Dazwischen liegt eigentlich die Wahrheit, aber wer das hingekriegt hat, steht jetzt ganz gut da. Ne? Und damit würde ich jetzt mal zu dem Herrn Schäfer überleiten, mit seinem Buchtitel zusammen mit der Antje Ebersbach, die digitale Transformation als Herausforderung für eine neue Lehr- und Lernkultur in der Weiterbildung. Was ist Ihre wichtigste Botschaft? Ich habe mich ja in den letzten Jahren, oder wir haben uns, also Antje Ebersbach und ich, sozusagen intensiv mit den freien Trägern der Erwachsenenbildung beschäftigt. Also die freien Träger sozusagen neben den Volkshochschulen, Heimvolkshochschulen sozusagen sind ja ein wesentlicher Teil sozusagen dieses quartären Sektors. Und der quartäre Sektor sozusagen führt in Deutschland ja häufig eher ein Schatten- und Randdasein, obwohl er natürlich sich an die überwiegende Mehrzahl der Bevölkerung wendet. Und wir haben seit 2020 verschiedene Projekte der Digitalisierung, die auch durch verschiedene Fördervorhaben sozusagen unterstützt worden sind, begleitet und haben sozusagen diese Veränderung jetzt sozusagen auch in unserem Artikel ein bisschen nachgezeichnet. Und was wir festgestellt haben, ist sozusagen die Fokussierung auf Technik und Tools, sozusagen, die zweifelsohne da ist, trifft aber nicht den Kern, aus unserer Perspektive nicht. Weil aus unserer Perspektive ist der Kern eine Veränderung von Lehr- und Lernkultur.
Und wir haben in der Erwachsenenbildung genauso wie auch in Hochschule und Schule häufig noch ein Modell, wo vorne jemand steht und der vermittelt etwas. Und das widerspricht aber dem, wie wir Lehren und Lernen heute verstehen. Und das Ganze fasst man ja zusammen unter dem Stichwort Erzeugungsdidaktik. Und was wir eigentlich brauchen, ist eine Ermöglichungsdidaktik. Das heißt also weg von einem klerikalen, pastoralen Habitus, dessen oder der Person, die dort vorne steht und etwas vermittelt, und da muss es nur noch in die Köpfe der anderen rein. Und das ist ja nicht mal die Wirklichkeit, sondern die Wirklichkeit ist ja ganz anders. Wir haben es mit individualisierten Lernprozessen zu tun. Und die Rollen von den Lehrenden verändern sich ja massiv und haben sich auch massiv verändert. Und das schon vor Corona. Und das Ganze ist ja ein Paradigmenwechsel, der sich hier vollzieht, in eine neue Lehr- und Lernkultur. Und häufig wird noch auch versucht, dann mit neuen technischen Mitteln aber diese alte Lehr- und Lehrkultur aufrechtzuerhalten. Und da sehen wir die Chance jetzt gerade darin, in dieser digitalen Transformation, dass dieser Paradigmenwechsel, der sich schon angedeutet hat vor Jahrzehnten, aber immer noch nicht richtig vollzogen worden ist, jetzt wirklich in der Wirklichkeit ankommt. Und ich meine, als emeritierter Professor schauen Sie wahrscheinlich auch auf 40 Jahre Erfahrung zurück mit wieder borstigen, widerständigen und auch uneinsichtigen Strukturen. Ich würde jetzt mal gerne den Ball an Herrn Lanich geben, weil er hat ja die Frage der Führung von Personen, also Kollegen, in dieser neuen Zeit, in digitalen Strukturen vor Augen. Und vielleicht gibt es da ein bisschen Hoffnung, dass wir in der institutionellen Bildung, Primär- und Sekundärbereich vielleicht auch etwas rüberbringen können aus dem tertiären oder quartären Bereich. Thema Führung hybrider Kollegien zu dem Kontext. Ich glaube, was Herr Schäfer sagt, trifft dazu auf den tertiären Bereich, nämlich das mit den Freiheiten und der Gebundenheit an Programme und Regularien. Und ich denke, dass diese hybriden Kollegien, so wie ich sie erfahren habe, sich auszeichnen durch so eine Fluidität, durch Lehrbeauftragungen, die halt nicht hauptamtlich sind. Und ich glaube, dass da die Freiheiten herrühren. Und wahrscheinlich auch, das ist jetzt wahrscheinlich subjektiv eingeschätzt, durch die Dezentralität ist es dann natürlich auch ein Freiheitsgrad, dass jeder sich selbst organisieren muss. Ja, und damit umzugehen ist ein Thema, mit dem ich mich dann beschäftigen wollte, als auch Laie erstmal. Ne? Ich meine, alle Hochschullehrer sind nicht wie Lehrer ausgebildet, sondern es sind Autodidakten, das muss man ja dazu sagen, nicht nur in der Lehre, sondern eben auch in der Führung. Das mentale Modell, was Thomas Hanstein schon gesagt hat, darum geht es mir, dass man daran arbeiten muss, dass wir durch unsere eigene Erfahrung in der Schule ein inneres Bild haben, was Schule, Hochschule und so weiter ist. Und das ist eine Gegenständlichkeit, ein architektonisches Modell. Und daran wollte ich arbeiten mit diesem Bildungsbild des Bildungscampus, dass es eben nicht in die Höhe gebaut ist, sondern in der Fläche, wo man Entfernungen hinter sich bringen muss, um zu dem anderen zu kommen. Und dass das ein ganz wesentlicher Kerngedanke ist davon. Und ich hoffe natürlich, dass es eben dem einen oder anderen hilft, diese Herausforderungen und auch Stressmomente und Unsicherheiten zu bearbeiten. Ja, das ist so der wesentliche Punkt. Partizipation der Kollegen, also die partizipative Entwicklung neuer Räume und Unterrichtsformen. Herr Hanstein ist in dem Bereich unterwegs. Kann uns da die Digitalisierung helfen? Wie sind Ihre Erkenntnisse auch im Hinblick? Jetzt würde ich gerne anknüpfen an das, was Erich Schäfer so ehrlich in den Raum gibt, nach jahrzehntelangen Bemühungen ja auch, erfolgreich gescheitert, Erich, hast du gesagt, und glaubst, wenn ich es richtig wiedergebe, nicht daran, dass dieses System wirklich zur Reform fähig ist. Ich übertrage jetzt mal unseren Ansatz, Sascha, auf diesen Gedanken von Erich Schäfer. Ich glaube, dass Systeme, das meine ich als Coach gelernt zu haben, ähnlich reagieren auf Angst wie wir Menschen.
Und alle Reaktionen, die wir Menschen auf Angst vollziehen, zu denen sind Systeme auch fähig. Und das Gleiche haben wir gesehen im Prinzip in der Pandemie. Erstarrung, Rückzug, Verteidigung. Also ihr könnt da alle steinzeitlichen Muster von Menschen eigentlich durchgehen. Die haben sich in diesen Systemen auch gezeigt. Und manches davon sitzt diesen Systemen heute noch in den Knochen. Und deswegen wird die Bildungsrevolution, wie Sascha es eingebracht hat in den Artikel, wir haben es immer in Anführungsstrichen geschrieben, allein dadurch blockiert, dass diese Angst noch etwas verhindert. Und weil ich nämlich nicht nach einer neuen Architektur suche, sondern in diesem Angstmodus, den ich erstmal erkennen und reflektieren muss, in das zurück will, was ich immer kannte und was ich als Kind schon gekannt habe und dann als Jugendlicher und als Berufsschüler wieder und jetzt bitte schön die letzten 15 Jahre als Lehrer auch und jetzt bitte nicht die letzten 3 Jahre noch vor meiner Pensionierung mit digital. Ja? Also dieses vermeintliche Zurück gibt Sicherheit und deswegen war trotz einer Aufbruchsstimmung durch die Pandemie eben dann dieses zu schnelle für starre Systeme, für diesen Dampfer Schule, dieses zu schnelle oder mancherorts zu schnelle empfundene Reinspringen ins kalte Wasser eben auch ein Hindernis. Ja? Und da haben wir jetzt zusammengefasst, ja das Gleiche, womit ich begonnen hatte. Allein diesen Gedanken merkt ihr ja, dass auch das wieder nichts anderes ist als eine verdichtete Antinomie. Ich hatte ja gefragt, was waren so die schlimmsten Schulfächer? Bei Herrn Stein Mathe, Physik, bei Herrn Meyer-Dikener Chemie. Wie soll das gerade in den harten Fächern aussehen? Und auch im Studium tun sich ja die Menschen schwer mit Statistik, Mathematik, Naturwissenschaften. Ich finde aber auch, eine Revolution ist ja auf der ganzen Bandbreite angelegt. Also es muss ja sich durch alle Teile von Schule ziehen. Ich bin heute Morgen als Englischlehrer in einem Klassenraum gewesen und da lag eine Tastatur im Klassenraum und es gab einen Fujitsu Siemens Monitor und dann gab es noch ein Whiteboard. Und dann musste ich den Computer erst einmal hochfahren, das dauerte ein paar Minuten. Dann verband sich die Tastatur nicht mit dem Rechner und das Whiteboard war auch kaputt. Und das darf nicht funktionieren, das darf nicht sein in Schule heute mehr. Ja? Daher reicht es auch nicht, wenn wir irgendwo einen Computer reparieren, sondern wir müssen das System wirklich da revolutionieren. Wir müssen das besser aufstellen. Es muss so sein, dass die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler sich auch spiegelt in Schule. Also wenn die nach Hause gehen, dann haben die digitale Geräte, die funktionieren sofort. Und die können ganz schnell damit hantieren. Und das sind leistungsstarke Rechner, die sie haben und die kosten auch nicht mehr die Welt. Und das funktioniert einfach. Ja? Und die können sich auch untereinander austauschen. Und heute gibt es das Internet in der Art und Weise, so dass jeder das nutzen kann. Und auch Schulen müssen das besser aufstellen können. Das ist das eine. Die Revolution geht natürlich auch noch in weitere Teile, auch das ist schon angesprochen worden, auch ins Psychosoziale jetzt nach den Auswirkungen von Corona, als Corona angefangen hatte und die Pandemie, es ist tatsächlich das erste Mal das Wort Pandemie gefallen war, da war allen Psychologen und Psychiatern klar, dass man das unbedingt bitte im Blick haben soll, dass man, wenn es wieder zurück in die Schulen geht, die Schülerinnen und Schüler dort abholt und das bitte auffängt und es ist gar nichts passiert. Und das auch ist ein Teil. Es muss jetzt im Unterricht auch sich wiederfinden, ein Fach digitale Bildung, es muss sich wiederfinden, ein Fach soziale Umgangsformen miteinander, weil das die Schülerinnen und Schüler in ihren verschiedenen Lebensphasen ja nicht erfahren haben. Das fehlte denen ja. Und insofern braucht es das. Und das zieht sich durch alle Fächer. Frau Kühne, was können Sie dem Herrn Hanstein jetzt empfehlen für die Kollegien, wie man dort was lernen kann von der Hochschullehrer, die digitalisiert, hybrid, schon seit vielen Jahren unterwegs ist? 2 Formate habe ich jetzt hier in diesem Artikel vorgestellt. Das sind 2 Seminar- oder Projektformate, mit denen wir jetzt schon länger im Masterstudiengang hier arbeiten, auch zusammen mit Herrn Lanig übrigens, die
diese Suche nach sozialem Miteinander mit dem Kompetenzerwerb in einem Masterstudium verknüpft, verbindet. Und zwar ist das einerseits ein Format, das haben wir im 3. Semester des Masterstudiengangs, da ist die Aufgabe im Modul Designtransfer, Thomas Hallstein ist dabei, eine Lehrprobe zu entwickeln und für ein Lehrkonzept zu entwickeln und eine Lehrprobe durchzuführen mit Studierenden erstmal. Das hat von Anfang an so gut geklappt, dass wir das in die Öffentlichkeit gebracht haben. Da ist jetzt eine Reihe daraus entstanden. Das heißt, die Studierenden konzipieren eine Vermittlungsreihe, eine Workshop-Reihe sehr eigenständig und erproben die in einem hochschulöffentlichen Raum. Da sind wir als Lehrende so ein Stück weit in die zweite Reihe getreten. Wir sind nicht weg, aber wir haben jetzt nicht mehr so die Aussicht, sage ich mal, sondern beobachten eher, was passiert da, steuern vielleicht noch so ein bisschen, aber an sich ist das ein sehr eigenverantwortliches Gestehen. Genauso wie das zweite Konzept, das vielleicht noch stärker in die Eigenverantwortung geht. Da entwickeln Studierende eine Vortragsreihe im Sinne einer Ringvorlesung hatten wir mal oder eine Podcast-Reihe. Also da sind unterschiedliche Medienformate möglich. Also was hier passiert, fachlicher Kompetenzerwerb, ja, das muss gewährleistet sein, aber daneben oder damit entsteht auch auf den anderen Ebenen eine sehr gute Entwicklung, sowohl was ein Formatverständnis angeht, was Medien- und Methodenkompetenz angeht, was soziale Kompetenz angeht, bis hin zu Konfliktlösungspotenzial, das gestärkt wird. Und da sind wir als Lehrende ein Stück weit in einer etwas anderen Rolle. Wir stehen ja nicht mehr davor, vor der Schüler- oder Studentengruppe, wie Herr Schäfer es eben sagte, sondern sind jetzt mittendrin. Das ist also wesentlich demokratischer. Allein durch die Kacheln, die wir hier sehen, dann sitzt man ja auch quasi Reihe in Reihe und nicht mehr getrennt voneinander. Und so äußert sich das auch in den einzelnen Projekten, die wir durchführen, dass wir die Studierenden, wo es geht, wo wir es möglich machen können und wollen und wo wir es vielleicht auch erstmal gar nicht so gesehen hatten, da einen Möglichkeitsraum geben, sich selbst zu entwickeln. Frau Michaelis hat ja gesagt, dass Design didaktische Bezüge zu Kreativumgebung und Prozessen eben durch die Beschäftigung Raum, Material und Handwerk möglich sind. Es ist ja eigentlich ganz super, dass wir da so ganz konkret sind. Wenn wir aber digital unterwegs sind, sind wir gar nicht so konkret. Und dann hatten Sie ja geschrieben in Ihrem Artikel, dass es neue Ideen, Konstrukte, Etinitäten gibt, die sich eben durch auch die digitale Beschäftigung mit Materie, so kneten, malen, gestalten, formen, ergeben. Das finde ich jetzt erstmal schwierig. Erzählen Sie doch mal ein bisschen dazu, wie wir vom Analogen eigentlich zum Digitalen kommen. Erstmal vielen Dank, dass ich auch hier in der Runde dabei sein darf. Und ich habe den Sammelband mit genutzt, um dieses Thema der Werkstatt, des Ateliers mal näher zu betrachten. Grund dessen war die Werkstatt oder die Modellbauwerkstätten, die im Laufe der Pandemie geschlossen wurden, dieses Thema mal näher zu beleuchten, mal abzuklopfen. Und ich durfte auch, und das fand ich ganz, ganz toll, eine empirische Untersuchung machen, das heißt empirische Befragung. Ich habe den Fokus auf die Lernenden gesetzt und habe einfach mal nachgefragt, wie habt ihr das empfunden und was wurde aus eurer Perspektive richtig gemacht und was hat Bestand? Eine Werkstatt ist ja häufig mit sehr vielen Sinneseindrücken behaftet, mit Riechen, mit haptischen Erfahrungen. Die Befragungen waren sehr komplex am Ende, habe ich auch so nicht erwartet, freut mich natürlich. Und dann war es meine Aufgabe, das auch so ein bisschen zu komprimieren. Und es sind am Ende, was diese 4 Ebenen angeht, die ich herausfiltern konnte, interessante Sachen dabei rausgekommen und unter anderem die Umgebung spielt eine ganz große Rolle in der Werkstattarbeit, die Stimmung, also auch das Miteinander.
Dann das Material, auch ein ganz großer Part, ganz klar. Und natürlich auch der Prozess, ja, dass man eben sieht, begleitend, was mit dem Exponat, sage ich jetzt mal, passiert. Und in einzelnen Gesprächen, auch mit den Lehrenden, haben die gesagt, das geht gar nicht. Was sollen wir denn machen? Also Werkstatt ist Werkstatt, das macht man vor Ort, das kann digital nicht funktionieren. Und mit meiner kleinen Untersuchung hier wollte ich auch gar nicht dieses Ziel verfolgen, alles rein digital zu machen, sondern ich wollte erstmal abklopfen, was ist überhaupt hier passiert von Seiten der Institutionen? Was wurde denn zur Verfügung gestellt? Und was für Konzepte und Strategien haben denn die Lernenden auch entwickelt? Das ist ja auch eine ganz spannende Frage. Was haben die denn überhaupt gemacht, ne, um aus der Not eine Tugend zu machen? Und am Ende sind hier wirklich ganz interessante Punkte bei rausgekommen. Zum einen ist es diese Verbindung zwischen Kopf und Hand, dass die aufrechterhalten wird, so gut es geht. Und 2 wesentliche Punkte sind, dass von den Institutionen unter anderem Toolboxen zur Verfügung gestellt wurden, die den Studierenden dann mitgegeben wurden. Also die wurden wirklich rausgereicht an den Hochschulen und ihr habt jetzt hier alles drin, was ihr braucht. Und der eigene kreative Working Space. Also ich habe Fotos bekommen von Arbeitsräumen innerhalb der eigenen Räumlichkeiten. Also sozusagen ein dritter Raum ist entstanden, der parallel zum digitalen Unterricht eben verwendet werden kann. Der wurde eigens eingerichtet und hatte wirklich schon eine Art Werkstattcharakter. Also wirklich ein ganz interessanter Ansatz von den Studierenden, sich den eigenen Raum zu Hause auch nochmal zu schaffen, um eben diese Verbindung zwischen digitaler Lehre und den Arbeiten, den haptischen, den olfaktorischen, all das, was dazugehört, eben zu verbinden. Ich würde mal vorschlagen, dass wir jetzt nochmal eine Reihe machen. Wir schreiben den 11.11. im Jahr 2022. Jetzt altern wir alle spontan mal um 10 Jahre und schreiben den 11.11.2032. Was wird sich geändert haben? Was wünschen Sie sich zukünftig für eine Lehre, für einen Unterricht in Deutschland, der virtuell, aber auch real stattfindet in den Bildungseinrichtungen, die wir haben? Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Ich denke und hoffe und wünsche, dass es eben eine Wahrnehmungsveränderung gegeben hat bei allen Beteiligten hin zu diesen mentalen Räumen, dass es also überwunden ist, dass das Lernen in ausschließlich gleichen Räumen und gleicher Zeit stattfindet. Ich denke, das ist nicht sehr utopisch, dass das passiert ist und es dann eine Aufwertung und Definition gibt, was passiert in welcher Zeit, an welchem Ort. Ich hoffe, dass sich zu dem Zeitpunkt die virtuelle Lehre verstetigt hat, dass es akzeptiert wird, dass es ein Teil unseres Lehren und Lernens ist. Das wäre mein frommer Wunsch. In der Fernhochschule hier an der Diploma ist es natürlich schon mehr in den Venen drin, sage ich jetzt mal, im normalen Schulwesen. Glaube ich, bräuchte es noch ein bisschen Unterstützung und natürlich, dass dort auch die Technik ein bisschen mehr mitmacht. Das wünsche ich mir sehr. Ich komme dann in Schulen, in denen die Vertrauensantinomie kleiner geworden ist und das Vertrauen größer. Was bedeutet, dass wir ähnliche Zustände haben wie in der Pandemie, wo man nicht mehr kontrollieren konnte, wann die Lehrer mit den Schülern gearbeitet haben, sondern ich voraussetzen musste, dass die Lehrer ihre Dienstpflicht ernst nehmen. Da gab es solche und Strolche, hat man gehört. Aber dass ich das Vertrauen habe, dass die ihren Job machen, und dass die ihren Job machen bedeutet, Menschen zusammenführen unter einer Zielsetzung mit einem guten Abschluss, zur Kollaboration bringen, egal wo. Und dass im Prinzip die Organisationen, die das heute gut meinend verhindern, indem uns diverse Pläne im Prinzip als Arbeitsermöglichung gestellt werden, diese organisationalen Maßnahmen quasi in den Hintergrund rücken und die pädagogische Freiheit
in den Vordergrund. Das ist meine Vision und so kann ich dann auch die letzten Jährchen dann bis zu jenem Datum, wo ich außer Dienst gesetzt werde, wie der alte Schrank, sehr hoffnungsvoll dann irgendwann in die Pension gehen. Ich beschäftige mich tatsächlich gerade viel damit, wie Leadership aussehen könnte, gerade in unsicheren Zeiten. Die haben wir jetzt ja schon. Das wird sich vermutlich auch in den nächsten Jahren nicht verändern. Und da in diesem virtuellen Raum, wenn ich jetzt hier mal bei unserem Thema bleibe, würde es mir darum gehen, diesen Möglichkeitsraum dahin weiter zu denken. Also versuchen, Formate zu finden, wo man sich im virtuellen Raum begegnen kann, aber auch darüber hinaus, also hybride Lösungen, zum Beispiel durch regionale Gruppen, durch Netzwerken, durch kollaborative Arbeit über die Grenzen hinweg. Jetzt mal so in die Zukunft gedacht, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber wenn ich es mir jetzt schon konkret vorstellen könnte, würde ich es jetzt umsetzen. Also wir warten mal ab. Es geht ins Experiment. Ich bleibe weiter bei diesem Begriff. Schule in 10 Jahren sieht wünschenswerterweise so aus, wie das eben auch Herr Hanstein schon angedeutet hat. Es gab irgendwann in der nahen Zukunft einen Punkt, an dem sich Bildungssenatoren für Mut entschieden haben und nicht für Angst des Wettbewerbes. Es ist also nicht so, dass gesehen wird, in Bayern sind sie die Besten und da wird ja Lernen nach Noten nach vorne gestellt und dann muss Hamburg nachziehen. Das darf nicht Schule leiten. Also Schule muss geleitet werden eben von den Kompetenzen, die ja auch sich in den Bildungsplänen schon wiederfinden. Und das ist das, was wir wollen. Wir wollen Schülerinnen und Schüler auf die Lebenswelt vorbereiten und wir wollen sie individuell fördern. Und wenn man dann einen Bildungsplan aufstellt, in dem die Inhalte verdichtet sind, dann ist das ein Widerspruch. Und den hoffe ich in der Zukunft nicht mehr irgendwo in Schule zu finden, sodass Schule einfach moderner wird und wir nicht das Bild haben von der Feuerzangenbowle vielleicht noch, so sahen die Klassenräume mal aus und so sehen sie eigentlich immer noch aus, wenn man mal die Tafel vielleicht als einziges Teil herausnimmt, die jetzt in vielen Klassenräumen verschwunden ist, aber es soll eben nicht mehr diese klassischen Klassenräume geben, sondern es soll Lernwelten geben und Möglichkeiten für jeden individuell sich zu fördern. Ja, wunderbar. Lernwelten, individuelle Möglichkeiten, Reflexion und Unterstützung der Lehrkräfte, ein weiterentwickeltes Bildungssystem, was digitale, analoge Möglichkeiten nutzt und in den hybriden Welten auch kompetent, sowohl von der Schulleitung mit dem Vertrauen, als auch von dem Lehrerkollegium, als auch von den Schülern unterwegs sei. Willkommen in der Zukunft. Das Buch Virtuelle und hybride Lösungen in institutionalisierten Bildungsprozessen gibt uns einen Einstieg dazu, wo wir in den nächsten Jahren hingehen können. Und ich danke allen Zuhörern dafür, dass sie jetzt dabei waren. Und sage ciao.